Seine Anhänger vergöttern ihn. Für seine Kritiker ist er ein rücksichtsloser Kriegstreiber. Die Rede ist von Wladimir Putin. Wir erstellen heute ein Psychogramm über ihn und lernen ihn so ein bisschen besser kennen. Zumindest versuchen wir es. Viel Spaß! Hallo, du wunderschöne Seele. Ich hoffe, dir geht es phänomenal. Ich bin der Juan und herzlich willkommen auf dem Kanal Juan der Spanier. Fangen wir einmal an. Wladimir Putin ist in den letzten Tagen, gar in den letzten Wochen in aller Munde. Er lehrt der Welt mit seinen Drohungen und Bombardements in der Ukraine der Welt das Fürchten. Es scheint sogar so, als ob die westlichen Machthaber regelrecht vorgeführt von ihm werden. Und er einfach tut, was ihm jetzt gerade in den Kram reinpasst. Doch wer ist eigentlich dieser 69-jährige frühere Geheimagent jetzt tatsächlich wirklich? Zunächst einmal gehen wir einmal zurück in das Jahr 1999. Da hat damals die Amtsgeschäfte der frühere russische Präsident Jelzin übernommen. Als Jelzin am Ende 1999 überraschend sein Amt niedergelegt hat, übernahm Wladimir Putin, der bis dahin noch weitgehende Unbekannte, die führenden Regierungsgeschäfte. Seither lenkt Putin die Geschicke des Landes ununterbrochen. So, und jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter nochmal zurück in die Geschichte. Nun, Wladimir Wladimirowitsch Putin wurde am 7. Oktober 1952 als drittes Kind von Wladimir Spiridonovich Putin und Maria Iwanowna Schelownowna in Leningrad, dem heutigen St. Petersburg, geboren. Der Vater war ein strenger und überzeugter Kommunist, die Mutter sehr gläubig und eher milder. Beide Fabrikarbeiter und sein Vater hatte im Weltkrieg gegen die Deutschen damals gekämpft. Putins Großvater war angeblich Leibkoch von Lenin und später von Stalin gewesen. Beweise gibt es aber dafür tatsächlich eigentlich nicht. Die Familie lebte in einer 20 Quadratmeter kleinen Gemeinschaftswohnung. Alle seine Geschwister starben sehr früh. Deswegen haben ihn seine Eltern sehr verwöhnt und machten ihm für damals luxuriöse Geschenke. Von 1983 bis 2013 war Putin mit der Deutschlehrerin Ludmila Schreknewa verheiratet. Mit ihr hat er auch 2 Töchter. 2012 trennten sich die beiden. Im April 2014 wurde die Scheidung dann öffentlich bekannt gegeben. Schon sehr früh begeisterte sich der junge Putin für Kampfsportarten. Neben Judo, wo er den schwarzen Gurt bis heute besitzt, praktizierte er auch Boxen und Sambo. Das ist sowas wie Ringen, so ähnlich wer es nicht kennt. Noch heute gibt er sich gerne als Kämpfer, steht auch gerne als Sieger in Eishockeyspielen auf dem Eis und zeigt sich bis jetzt gerne als naturverbundener Fischer. Oder eben ohne oben auf dem Pferd bei seiner Bärenjagd. Inspirierend von patriotischen Filmen wollte Putin schon als junger Mann Agent werden. Hat aber von der KGB-Zentrale den Rat erhalten, zuerst ein Jurastudium zu absolvieren. Nach seinem Studium trat er der Abteilung Auslandsspionage des KGB bei und war von 1975 bis 1982 in der damaligen DDR tätig. Seit dieser Zeit spricht er auch sehr fließend Deutsch. Als Ministerpräsident profilierte sich Putin mit seinem harten Vorgehen im Zweiten Tschetschenienkrieg und erntete beim Volk dafür viele Sympathiepunkte. Noch immer genießt er großen Rückhalt in seiner eigenen Bevölkerung, darf man nicht vergessen. Putin gilt als gekonnter Taktiker und wird auch als Meister der gezielten Provokation genannt. Der frühere Journalist Nikolai Swanevsky zum Beispiel sagt, er benutzt Sprache, um seine Gedanken zu verstecken, nicht um sie zu äußern. Seine Fähigkeit ist, sein Gegenüber zu spiegeln. Er könnte die Leute gut um den Finger wickeln. Das heißt, er begreift sehr schnell, was man hören will und erfüllt dann die Erwartungen. Nun,
Nach seiner Wahl begann Wladimir Putin damit, die Macht der Oligarchen im Land zu brechen. Doch je länger Putin an der Macht war, desto mehr wandelte er sich zum Machtpolitiker. Sein Herrschaftssystem der gelenkten Demokratie, auch Putinismus genannt, gilt als halbdemokratisch mit stark autoritären Zügen. Ein Hauptmerkmal ist die Vertikale der Macht, also eine strenge Befehlskette von oben, die sich alle staatlichen Organe unterzuordnen haben. Man sagt auch, Putin hat sich mit Ja-Sagern umgeben, die keinen Widerspruch gegenüber ihm leisten. Er möchte ans zaristische Russland wieder zurück anknüpfen. Was ist da jetzt aber eigentlich dran? In der Außenpolitik versuchte Putin, den schwindenden Einfluss Russlands in der Welt wieder zu verstärken. In einer Rede bezeichnet er den Fall der Sowjetunion einmal als größte geopolitische Katastrophe des Jahrhunderts. Seinen Landsleuten versprach er zur Zeit des Tschetschenienkrieges, die Zeit der Niederlagen sei jetzt vorbei. 2014 in der Annexion der zur Ukraine gehörenden Halbinsel Krim hat Putin das nächste Kapitel in der Expansion Russlands eingeläutet. Doch in der Welt fühlt sich Putin nicht so verstanden. Er spürt eine politische und persönliche Kränkung. Als Politiker fühlt sich Putin gleich mehrfach gekränkt. Erstens durch die Selbstauflösung der UdSSR. Zweitens durch die Ausweitung der Europäischen Union und der NATO bis an die Grenzen Russlands. Diese Kränkung hat er sogar zu einer Staatskränkung erhoben. Kommen wir zur aktuellen Lage. Viele in der westlichen Welt nennen ihn innenpolitisch einen Diktator, einen Gewalttäter und außenpolitisch einen Aggressor. Denjenigen, der außerpolitische Grundprinzipien verletzt. Putin möchte die Welt und vor allem den Westen aber glauben machen, dass er seine russischen Landsleute in der Ukraine gegen Faschisten in der Ukraine schützen muss. Er will ein neues Russland mit neuen weiteren Grenzen. Die Welt aber macht ihn jetzt aber verantwortlich für den Mord an Zivilisten, die nicht enden wollenden Gewalt in der Teilen der Ukraine. Seine Träume von Expansion machen einfach Angst. Putin dagegen sieht sich als europäischer Politiker, der auf sein Ansehen im Ausland bedacht ist. Die europäische Welt, aber vor allem die niederländische Presse, schreibt nach dem Abschuss einer Passagiermaschine mit vielen niederländischen Bürgern im Juli 2014, Putin mordet unsere Kinder. Putin war gekränkt und hat es auch gezeigt. Die Presse schreibt, Empörung und Wut sind ihn jetzt voll anzusehen, wenn er mit Gegenmaßnahmen droht. Gibt es eine psychologische Erklärung für sein Handeln und sein Denken? Nun, mit Sicherheit, denn genau wie bei uns ist seine Art zu denken und sein Handeln geprägt von seiner Erziehung und seinen Erfahrungen im Leben. Und Putins Leben ist eine Serie von Kränkungen. Er versucht zu einem die Kränkung des schwächlichen kleinen Jungen aus einem gefühlskalten Elternhaus durch Frechheit und Gewaltbereitschaft zu kompensieren. Seine Kindheitserfahrung ist geprägt durch die Botschaft Dritter, dass er so, wie er ist, nicht gut ist. Das heißt, in der Kindheit haben ihn seine Eltern und den Menschen um ihn herum gesagt, wie er die ganze Zeit ist. Aber eigentlich haben sie ihm damit nur gesagt, wie sie ihn sehen. Er identifiziert sich mit diesen Aussagen, die sein Aussehen, seine Fähigkeiten und seine inneren Werte betreffen. So wie wir alle das nämlich im Leben tun. Wir erinnern uns an die 5 Kleshas. Wenn du mehr darüber wissen willst, wie wir unser Selbstbild formen, das geprägt ist und von der Meinung anderer, dann verlinke ich dir das Video dazu hier oben auf den i-Punkt. Putin entwickelt das gefrorene Herz, Frozen Heart Syndrom.
Er lässt Menschen nicht mehr wirklich an sich heran. Er beherrscht sie aber. Kaltblütig nennt ihn der Fotograf Palton, der Putin aus einer eigenen Erfahrung kennt. Putin hat gelernt, durch die Leistung die Anerkennung zu erlangen, die ihm emotional verwehrt blieb. Putin verhält sich dabei sozial sehr intelligent. Menschliche Nähe aber lässt er nicht so zu. Sein Charme setzt er geschickt ein, aber immer für die Sache oder die geforderte Leistung. Nähe als Selbstwert, Fehlanzeige. Er kompensiert menschliche Annahme durch übersteigerte Leistung, und zwar grundsätzlich. Dann die nächste Kränkung. Die neue Identität wird zerstört. Die Auflösung der UdSSR. Der Rückzug der Roten Armee aus Deutschland erlebt Putin hautnah, nimmt sie als persönliche Niederlage wahr. Nach seiner Zeit als Oberleutnant in der Roten Armee folgt eine Zeit der Arbeitslosigkeit. Er sieht sich in Angstvorstellungen bereits als Taxifahrer in Petersburg. Sein Ausweg wieder Leistung und Anpassung. Und wieder gelingt Putin der Aufstieg. Er erfindet sich neu als Demokrat, wird Assistent des Bürgermeisters von Leningrad. Er schafft es bis an die Spitze des russischen Staates. 3-mal wird er zum russischen Präsidenten gewählt. Es folgt eine erneute Kränkung. Der Westen. Der Westen nennt ihn nur noch im Spott einen lupenreinen Demokrat. Der von ihm herbeigeführten Urteile gegen Oppositionelle oder der vermuteten Ermordung des Oligarchen Boris Berezovsky im Jahr 2013 in London lassen ihn als geradezu teuflischer Gestalt mit hoher krimineller Energie dastehen. Eine Ohrfeige für das Selbst- und Wunschbild Putins. Putin reagiert auf diese Kränkungen mit einer verstärkten Kränkbarkeit und einer Somatisierung. Die Krankenakte Putins ist so geheim wie umfangreich. Aus internen Kremlkreisen ist von starken körperlichen Beschwerden zu hören. Putin-Doubles seien im Einsatz, um ihn nach außen hin viel vitaler und stärker erscheinen zu lassen. Und tatsächlich sind seine echten Auftritte von starken Muskelanspannungen gekennzeichnet. Ischias-Leiden heißt es, Schulterschmerzen sind unübersehbar. Nun, die Kränkungen haben Konsequenzen. Kränkungen bedeutet für die betroffene Person Stress. Betroffene reagieren darauf entweder mit Schlafstörungen, Depressionen, Wut, Zorn oder starker Aggressivität. Zu seinen Markenzeichen werden seine Männlichkeit, Kompromisslosigkeit und Härte. Sein Slogan: Freunde sollen ihn lieben, Feinde sollen ihn fürchten. Er verbringt viel Zeit mit echten Freunden, die aber immer nützlich sind. Die Familie hat er aufgegeben. Die besten Freunde sind seine Hunde. Er hat sich zurückgezogen in eine bewachte Welt. Außerhalb Moskaus verachtet er Menschen. Sein Umfeld nennt ihn den Boss. Seine Mitarbeiter nennen ihn den Zaren. Die Überkompensation ist jetzt perfekt. Jetzt bestimmt Putin, wer okay ist. Putin hat sehr stark um die Liebe des Westens geworben. Was ihm in Russland gelang, schlägt hier aber fehl. Sein jahreslanges Werben um Akzeptanz, seine Auftritte auf internationalen Foren wie im Deutschen Bundestag haben ihm nicht die gewünschte Anerkennung als Staatsmann und den gewünschten Respekt gebracht, den er sich selber erhofft hat. In den Jahren seiner Macht verliert Russland Verbündete. Die NATO rückt jetzt näher heran. Der westliche Lebensstil dominiert. Russland Verlierer im globalen Kampf um Einflussgebiete. Seine Frustration darüber schlägt um in Aggression und Putin lehnt den Westen intellektuell ab, weil der Westen vollkommen andere Ideale und Weltbilder hat als er. Liberalismus und Meinungsfreiheit, Toleranz gegenüber anderen Formen des Lebens und der Sexualität gelten bei ihm als starke Schwäche. Nun,
Das ist das Psychogramm von Wladimir Putin. Ich hoffe, ich konnte dir damit einen großen Mehrwert heute geben. Wenn dich ähnliche Themen interessieren, auch zur aktuellen Lage, ob es eventuell zu einem dritten Weltkrieg kommen könnte, verlinke ich dir hier oben ein Video und hier unten drunter verlinke ich dir ein Video über den berühmten Winston Churchill. Ich bedanke mich bei dir, dein Juan. Namaste.